ein 6-Bay Full SSD NAS und das passt in jede Handtasche. Naja, in fast jede vielleicht. Ne? Also das ist die Linkstation N2. Äußerlich, wie gesagt, ziemlich klein und kompakt, aber durchaus mit respektablen inneren Werten. Was das kompakte 6-Bay Full SSD NAS alles so kann, was es zu bieten hat und für welche Anwendungsbereiche sich das aus meiner Sicht empfiehlt und vor allem welche Kosten auch auf euch zukommen, wenn ihr das Gerät richtig nutzen wollt, das zeige ich euch in diesem Video. Ihr seid interessiert? Dann bleibt dran, dann gucken wir uns das hier gemeinsam an. Ja, herzlich willkommen zurück zum Video und heute geht es, wie schon gesagt, um ein 6-Bay SSD NAS. Und zwar hat mir die Firma LinkPlus ihre Linkstation N2 freundlicherweise für ein Review zur Verfügung gestellt. Und das sieht so aus wie genau hier auf dem Bild zu sehen. So, schauen wir auf den Lieferumfang. Das Ganze kommt in einem doch sehr stabilen und auch repräsentativen Karton daher. Wie gesagt, Umfang ist da die Linkstation N2. Dann gibt es dazu einen Netzanschlussadapter, das heißt, das ist ein Netzteil und eine entsprechende Schuko-Anschlussleitung. Schrauben und Werkzeug, Schrauben für die SSDs, also für die 2,5 Zoll SSDs und Werkzeug ist ein kleiner Schraubendreher, heißt also, ihr braucht kein separates Werkzeug dafür. Weiterhin ist im Lieferumfang ein RJ45 LAN-Kabel, die Bedienungsanleitung, dann noch eine Schnellstartanleitung und das Lizenzkärtchen für das Unraid, also für das Unraid, für die Unraid-Lizenz. Das ist das Betriebssystem auf der Linkstation und hier wird eine Starterlizenz entsprechend mitgeliefert. Aber zu den Details nachher etwas mehr. So, kommen wir zu den technischen Daten. Ja, als CPU werkelt in dem kleinen Kästchen eine Intel Alder Lake CPU und zwar eine Alder Lake N100. Die CPU hat 4 Kerne und 4 Threads und kann bis zu 3,4 Gigahertz getaktet werden. Das Ganze bei einer doch relativ überschaubaren Leistung. Die Thermal Design Power liegt hier bei 6 Watt. Das ist eigentlich schon relativ sparsam. Beim RAM ist 16 GB DDR5 RAM verbaut. Das ist onboard, das ist nicht auswechselbar oder erweiterbar. Das heißt, das ist ein fixer Speicher. Die Speicher oder die weiteren Speichermöglichkeiten sind hier als Storage 123 aufgeführt und bei Storage 1 ist ein 128 GB eMMC Speicher verbaut. Da ist nämlich das Betriebssystem drauf. Das heißt, da ist das Unraid OS entsprechend hinterlegt. Storage 2, da kommen wir dann schon zu dem SATA 3.0 Geschichten. Das sind entsprechend die 2 Einbauschächte für die beiden 2,5 Zoll HDDs. Hier ist zu erwähnen, dass es eine maximale Bauhöhe von 9,5 mm gibt. Der Storage 3 ist dann entsprechend für M2 NVMe SSDs und das ist für 4 NVMe SSDs bzw. für M2 2280 Bauserien entsprechend vorbereitet. Das Ganze hat ein Gewicht von 800 Gramm, natürlich ohne HDD und SSD und die Abmessungen sind hier 15,2 cm in der Tiefe, 21 cm breit und die Höhe mit knapp 4, also 3,98 cm. Ja, wenn wir uns die Vorderseite anschauen, und da fangen wir jetzt einfach mal auf der linken Seite an, da finden wir nämlich den Power-Button, dann sehen wir mit den Beschriftungen L und R die jeweils die beiden 2,5 Zoll HDD-Schächte, das gucken wir uns nachher noch mal ein bisschen im Detail an, und wir finden in der Mitte einen entsprechenden USB-C-Anschluss. Auf der Rückseite finden wir auf der linken Seite, fangen wir einfach mal links an, den entsprechenden Klinkenanschluss, 3,5 mm Audio, das ist so das Übliche. Dann gehen wir weiter und finden den HDMI 2.0 Anschluss, der kann 4K bei 60 Hertz, das ist ordentlich. Dann haben wir einen USB 3.2 Anschluss und zweimal einen USB 2.0 Anschluss. Den LAN-Anschluss hat die Firma LinkPlus hier mit 10 Gig versehen. Das ist recht ordentlich. Und auf der rechten Seite sehen wir dann den DC-Anschluss für die Stromversorgung.
Ja, wie gerade schon gesagt, die HDD-Schächte für die Front. Man klappt vorne so ein kleines Kläppchen runter und dann ist das zugänglich. Ansonsten sind die im Normalbetrieb sind diese beiden Schächte verdeckt und dann wird das einfach nach vorne gezogen und wie gesagt, dieser Verriegelungsmechanismus gelöst und dann kann man die beiden Schächte herausnehmen, SSDs reinpacken, entsprechend mit dem beigelegten Werkzeug und den Schrauben entsprechend befestigen. Auf der Unterseite finden wir dann die Aufnahmen für die M2 SSDs. Hier ist eine werkzeuglose Montage vorgesehen. Das geht relativ simpel. Also die beiden Klappen oder die beiden Schächte sind jeweils mit zwei Klappen unter zwei Klappen verborgen. Die haben einen Rastmechanismus. Den kriegt man relativ einfach auf und dann kann man entsprechend die M2 SSDs dort einbauen. Zwei jeweils unter einer Klappe. Und was man dann sieht, ist, dass die Klappe natürlich das Außengehäuse an sich erstmal Kunststoff ist. Innen drin sind aber Metallkühlkörper, die dann auch noch mit Wärmepads ausgerüstet sind. Wenn man dort die Schutzfolie abzieht, dann kann man das direkt auf die eingebauten SSDs entsprechend draufdrücken und dann ist die Wärmeableitung auch gesichert. Das Ganze hier funktioniert werkzeuglos, das heißt, die SSDs werden nicht verschraubt oder irgendwie so, sondern einfach eingeklickt. Ja, kommen wir zum Betriebssystem. Wie schon angedeutet, also die Linkstation N2 kommt mit einer Unraid Starterlizenz. Das heißt, hier sind Updates inklusive für das erste Jahr. Wer eine Update-Verlängerung braucht, und eine Update-Verlängerung heißt eigentlich hier neue Features und natürlich auch Sicherheitsupdates, der kann das nach dem ersten Jahr optional für $36 pro Jahr entsprechend abschließen. Ja, meine Beurteilung für den Alltagsgebrauch. Die Inbetriebnahme der Linkstation N2 hat also wirklich völlig unproblematisch geklappt im Unraid OS. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Unraid-Experte. Das, was ich mir da angesehen habe, hat mich jetzt aber nicht wirklich überrascht. Wer also schon mal irgendwo mit einem NAS gearbeitet hat und auch die Betriebssysteme von einem NAS kennt, der wird sich auch bei Unraid sicherlich erstmal so zurechtfinden. Und die Einstellungen, die man dort machen muss, sind natürlich auch ähnlich gelagert wie bei jedem anderen NAS natürlich auch. Ich konnte also auch die App-Bibliothek entsprechend installieren. Allerdings habe ich keine SSDs zur Verfügung gehabt, um hier wirklich auch Laufwerke anzulegen, um hier auch entsprechend weiter auch Apps zu installieren und hier weitere Tests zu machen. Das kann ich jetzt natürlich in dem Zusammenhang dann nicht weiter im Detail beurteilen. Aber grundsätzlich war mein Eindruck, dass so ein NAS oder dieses NAS, die Linkstation N2, also durchaus als Media-Server gut geeignet wäre. Zum einen natürlich durch die geringen Abmessungen, die das Gerät mit sich bringt, macht das natürlich die N2 auch wohnzimmertauglich. Das ganze Gerät hat ein unaufdringliches und schönes Design, muss ich sagen. Und was mir natürlich auch gefallen hat, ist die dezente und auch einstellbare LED-Stripe-Beleuchtung. Man kann das auch ausstellen oder man kann das verändern. Also wie gesagt, wer das dann nicht mag, ist auch okay. Mir persönlich, mir hat's gefallen. Was ich nicht ganz so prickelnd fand, ist, dass auch im Leerlauf ein deutlich vernehmbares Lüftergeräusch entstanden ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gerät hier bei mir im Büro stehen gehabt. Das Büro ist relativ klein. Das macht sicherlich nochmal einen anderen Eindruck, wenn das Gerät, weiß ich nicht, irgendwo im Wohnzimmer steht und man sitzt vielleicht auch 2-3 Meter weg. Aber für mich war das vom Lüfter doch erzeugte hochfrequente Laufgeräusch nicht ganz so schön. Ich empfand das als etwas störend. Aber wie gesagt, ist auch eine subjektive Einschätzung. Ein weiteres Thema, was mich natürlich bei einem 6-Bay NAS so ein bisschen umgetrieben hat, ist, dass ich hier kein Hotswap habe. Heißt also, ich kann keine der SSDs während des Betriebes austauschen. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, M2 SSDs, die auf der Rückseite verbaut sind, also oder auf der Unterseite verbaut sind, die tauscht man eh nicht während des laufenden Betriebes. Das ist sicherlich eindeutig.
Aber ich sag mal, bei den SATA SSDs, die von vorne zugänglich sind, wo ich einfach diesen Rastmechanismus habe, da hätte ich mir das vielleicht schon gewünscht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es technisch problematisch ist, wenn ich ein Array anlege, was natürlich dann über mehrere Festplatten geht, und dann kann ich die SATAs nur tauschen und die M2 nicht. Ich weiß nicht, ob es gegangen wäre. Ist nur ein Gedanke von mir, weil wie gesagt, 6-Bay NAS, wenn ich da anspruchsvollere Anwendungen habe und ich möchte nicht jedes Mal, wenn da irgendwie im Zweifelsfall etwas ist, die Maschine runterfahren, dann gehört Hotswap dabei. Kann ich hier nicht. Heißt, Anwendungsbereich mag für den einen oder anderen hier eingeschränkt sein. Dann zum Schluss das Thema Kosten, und das ist auch durchaus ein interessanter Aspekt. Also die NAS Linkstation N2 kostet aktuell, und aktuell heißt also November 2025, 429 € bei den üblichen Verdächtigen. Und ich nenne jetzt hier keine Namen. Und ich denke, das ist für ein 6-Bay NAS durchaus akzeptabel. Wie gesagt, hier ist eine Unraid-Lizenz mit enthalten. Das ist eine Lifetime-Lizenz ohne Update-Verlängerung, wie gerade schon gesagt. Optional kann für $36 jährlich eine Update-Verlängerung gebucht werden. Die bringt dann neue Features und Sicherheitspatches wieder für das nächste Jahr mit. Bei den Speichermedien wird's dann mal interessant, und hier habe ich euch beispielhaft mal Kosten gegenübergestellt. Wenn ich ein konventionelles NAS einfach betreibe und sage, ich habe hier einfach 3,5 Zoll SATA HDDs und ich bin jetzt einfach mal hergegangen und habe beispielhaft 4 Terabyte NAS SSDs mal einfach von Western Digital, die Red-Serie, angezogen. Ja, jetzt kommt der eine oder andere und sagt, naja, ich habe mein NAS nicht immer an, ich brauche eigentlich gar keine NAS SSDs oder HDDs, ich kann da auch normale nehmen. Ja, kann man alles sich überlegen. Bei mir läuft ein NAS 24/7, und wenn das 24/7 läuft, dann empfehle ich persönlich auch entsprechende Festplatten oder Drives zu verbauen, die das auch in der Form abkönnen. Deswegen hier beispielhaft die Kosten. Die könnt ihr euch für euch natürlich nochmal anders aufschlüsseln. Aber wie gesagt, hier beispielhaft anhand von 4 Terabyte NAS Drives WD-RED habe ich hier mal gesagt, eine normale SATA HDD 4 Terabyte kostet aktuell 130 €. Wenn ich 6 Schächte entsprechend mit Leben fülle, also mit 6 HDDs fülle, bin ich bei 780 €. Nehme ich jetzt, wie hier in dem Gerät benötigt, eine 2,5 Zoll SATA SSD, die ich vorne einbauen kann und muss, dann bin ich schon bei 320 € pro Stück. Wenn ich das mal 2 nehme, bin ich bei 640 €. Wenn ich dann auch noch zusätzlich die auf der Gehäuseunterseite vorhandenen M2 NVMe SSDs entsprechend bestücke, dann liege ich bei einer 4 Terabyte SSD bei 340 €. Das Ganze mal 4, 1360 €. Das heißt, eine Vollbestückung mit 4 Terabyte, heißt also 24 Terabyte, bin ich bei 2000 €. Bei einem konventionellen NAS bin ich bei 780 €. Das ist schon eine enorme Nummer. Das ist ein Unterschied, wie gesagt, 2- bis 3-fache an Kosten. Ja, SSDs haben natürlich Vorteile. SSDs sind leise, SSDs sind schnell, SSDs sind nicht so leistungshungrig. Alles gut und schön, aber wie gesagt, der Preisunterschied liegt hier durchaus bei über 1200 €. Da muss man sich überlegen, was man da tut. Ja, und das war auch schon die Vorstellung der Linkstation N2 als 6-Bay Full SSD NAS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig vielleicht bei eurer Entscheidungsfindung helfen, ob dieses Gerät hier, wie ich es hier nochmal in der Hand habe, ob das etwas für euch ist, ob es euch das wert ist, hier wirklich mit den SSDs und natürlich auch mit den im Zweifelsfall relativ hohen Kosten ein NAS aufzubauen. Und das ist natürlich die Zielsetzung, dass ihr euch beziehungsweise darüber ein eigenes Bild machen könnt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst mir gerne ein Like da. Der Daumen rauf, der hilft mir, hilft dem Kanal.
Wenn ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren möchtet, dürft ihr das natürlich gerne tun. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr auch immer wieder informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Für Fragen, Anregungen, Kommentare, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten und dann kommen wir schon miteinander klar. Ich würde sagen, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über als, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse und gerne demnächst wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.